jährlich um 50% zugenommen und erreichen dieses Jahr etwa 300 Millionen Mark Umsatz. Dieser Erfolg ist vornehmlich begründet dadurch, dass wir uns auf diese Sparte begeben haben, die dort heißt Rationalisierung in der Datenverarbeitung. Das heißt, Werkzeuge zu schaffen, Softwarewerkzeuge zu schaffen, die die Produktivität des Programmierers um einen Faktor 5 bis 10 erhöhen. Denn das ist der eigentliche Hemmschuh heute bei der Einführung von Datenverarbeitung in der Industrie, dass nicht genug Programmierer qualifizierter Art zur Verfügung stehen. Und die einzige Möglichkeit, das zu überwinden, ist, die Produktivität des Einzelnen stark zu erhöhen. Diese Firma hat sich spezialisiert auf Anwendungssoftware, also auf Programme, die in großen Computern verwendet werden, zum Beispiel zur Steuerung von Industrieanlagen, Produktionsabläufen, Verwaltungen und Organisation in Behörden und Betrieben. Über die Hälfte des Umsatzes tätigt man in den USA, Japan und England. Ein Kaufhaus in Holzminden. Hier wird eine andere Art von Programm verwendet, ein Personalcomputerprogramm. Die Anwendung verlangt keine hochkarätigen Spezialisten, die Leistungen sind trotzdem beachtlich. Alle Registrierkassen geben ihre Informationen an den Zentralcomputer der Firma. Dieser verarbeitet sie zu komplexeren Informationen, Statistiken. Er vergleicht, wertet aus. Das Wichtigste für uns ist die Warenwirtschaft. Warenwirtschaft, wir haben 65.000 Artikel in unserem Haus und wir müssen versuchen, die Transparenz dieser 65.000 Artikel so deutlich wie möglich uns zu zeigen, damit wir auf den Markt schnell reagieren können. Schnell reagieren bedeutet für uns, dass wir modische Artikel im Grunde von heute auf morgen einkaufen können, dass wir auf der anderen Seite unsere Lagerhaltung reduzieren können und dass wir im Grunde abends wissen, welchen Artikel wir an diesem Tag verkauft haben, um am nächsten Morgen die Entscheidung zu fällen, ob wir diesen Artikel nachziehen oder was wir damit machen. In solchem Personalcomputer werden alle nötigen Informationen gespeichert und sind jederzeit zum Abruf bereit. In diesem Fall ist die Firma Casio, die den Computer und die Kassen herstellt, auch der Lieferant der Software dazu. Solche Programme kosten zwischen 1.000 und 5.000 Mark und sind eine notwendige Voraussetzung für den Absatz der Geräte. Die Anwender von Personalcomputern werden entweder mit Konfektionssoftware versorgt oder von kleinen 2-3-Mann-Softwarebüros bedient. Der Markt ist noch lange nicht gesättigt. Die Disketten als Träger des Programms haben die Bedienung eines Computers weiter vereinfacht. Und das auch bei so komplizierten Verwendungszwecken wie Zeichnungen oder vielfarbiger Grafik. Die Firma Nielsen in Hamburg, eine Repro-Anstalt, benutzt eines von vielen Programmen für die Herstellung von technischen Zeichnungen. Es ermöglicht nicht nur ohne handgefertigte Vorlage, die Zeichnung zu vergrößern oder zu verkleinern. Jede Änderung ist ohne umständliche Neuzeichnung schnell möglich. Hier sehen Sie jetzt, wie mithilfe der Elektronik eine technische Zeichnung in digitaler Form hergestellt wird. Wir beschäftigen uns mit diesem Gebiet, weil ich der Meinung bin, dass auf diese Weise in Zukunft technische Zeichnungen hergestellt werden. In der Vergangenheit sind technische Zeichnungen von Hand gezeichnet worden und wir haben in unserer Firma diese Zeichnungen vervielfältigt in analoger Form. Wir haben sie reproduziert und ich bin der Meinung, dass wir uns mit diesem Gebiet beschäftigen müssen, weil der Änderungsdienst auf diesem Gebiet einen unwahrscheinlichen Vorteil bieten wird. Noch arbeitet dieses Programm ohne Gewinn. Es ist aber nur eine Frage der Zeit, wann die Kunden die Vorteile dieses Programms entdecken und es verlangen werden. Die Software brachte aber auch neue juristische Probleme mit sich. Das ist heute durch die Rechtsprechung der deutschen Gerichte für Deutschland gewährleistet, dass urheberrechtsschutzfähige Software, die also einen gewissen Qualitätsstandard hat, auch rechtlich geschützt wird. Wenn sie kopiert wird, kann man gerichtlich dagegen vorgehen, die Verbreitung mit einer einstweiligen Verfügung untersagen, Schadensersatzansprüche geltend machen. Das ist inzwischen rechtlich durchgesetzt und rechtlich standfest. Trotzdem bleiben
eine Reihe von Problemen, die man aus der Videobranche kennt. Sofern mal Raubkopien existieren, kommt meistens dieser Rechtsschutz zu spät. Gerichtsverfahren dauern lange. Und deswegen versucht man, diesen Kopierschutz auch technisch zu bewerkstelligen, um das Kopieren von vornherein zu verhindern. Und es gibt inzwischen eine Reihe von Kopierschutzmechanismen, die in die Software eingebaut werden und die die unberechtigte Vervielfältigung der Diskette verhindern sollen. Es gibt fast kein Gebiet unseres Lebens mehr, auf dem wir es nicht mit Computerprogrammen zu tun haben. Produktion, Finanzwesen, Verwaltung, Organisation, Verkehr sind nicht vorstellbar ohne die Intelligenz der Software. Auch die Wissenschaft, das Lernen und die Unterhaltung gehören zum großen Bereich, in dem von Menschen geschaffene Programme tätig sind. Der Gesamtumsatz der deutschen Softwareproduzenten kann nur geschätzt werden. Bei jährlichen Steigerungen von 35 bis 50% betrug er im vergangenen Jahr etwa eine Dreiviertel Milliarde Mark. Und die Tendenz ist steigend. So ist es auch kein Wunder, dass der Bereich der Freizeit und der Hobbys von diesem Einfluss nicht verschont blieb. Es gibt schon unter den Herstellern der Fernsteuerungen für Hobbymodellbauer einen, der auf die Karte Computer und Software gesetzt hat. Die Steuerfunktionen zum Beispiel für ein Flugmodell werden von einem Sender übertragen, der mit einem Mikroprozessor als Träger eines Programms versehen ist. Das Programm vereinfacht den Zugriff auch auf die kompliziertesten Kombinationen der Steuerbefehle. Dieses Teil, das sogenannte Soft-Modul, ist beliebig programmierbar und vereinfacht nicht nur die Handhabung der Steueranlage, sondern rationalisiert auch ihre Herstellung. Auch dieses Programm ist unverzichtbar für die Funktion und damit für den Verkauf des Gerätes, sprich des Computers. Eine Entwicklung, die man anfangs als technischen Gag abgetan hatte, bewies, dass auch in diesem kleinen Bereich die Verwendung moderner Technologie sinnvoll ist. Unserer Auffassung nach war eigentlich eine dringende Notwendigkeit da, denn mit den bisherigen Lösungen war das Ende einer Technik erreicht, die insbesondere bei komplexen Anwendungen zunächst Schwierigkeiten bei der Bedienung und nicht zuletzt auch preisliche Obergrenzen bei der Beschaffung der Geräte ergeben hat. Sind die neuen Module kleiner, billiger, leistungsfähiger? Die kleinen Module sind sowohl billiger als auch kleiner und erheblich leistungsfähiger. Hinzu kommt ein großer Vorteil beim Bedienen des Gerätes, der es dem Anwender ermöglicht, selbst in das Programmgeschehen einzugreifen, wenigstens in Form eines Wunsches. Die weitere Entwicklung der heutigen industriellen Gesellschaft ist ohne Computer nicht möglich. Wie diese Entwicklung aussehen wird, hängt nicht zuletzt von der Software ab. Up and away für eine ganze Branche. Haben wir einen Bundeswirtschaftsminister? Natürlich haben wir einen Bundeswirtschaftsminister. Er füllt den Platz des Grafen Lambsdorff vollständig aus. Aber in dieser Ecke der Regierung ist es etwas still geworden. Die Wirtschaft wurschtelt zum Teil leicht wendeenttäuscht vor sich hin. Und da stellt sich beinahe ganz von selbst die Frage, wie es denn wirtschaftspolitisch bei der Opposition aussieht. Die Wirtschaftspolitik der SPD ist deutschen Unternehmen ja sehr vertraut, zumindest aus Zeiten der konzertierten Aktion. Um es noch einmal zu sagen, die konzertierte Aktion bedeutet überhaupt keine Beeinträchtigung der Tarifautonomie. Davon kann überhaupt keine Rede sein. Karl Schiller hatte mit dem runden Tisch für Kapital